Heute lassen wir nicht nur Kinderaugen erstrahlen, sondern ganz, ganz viele andere süße Augen. Wir haben nämlich Nuss-Nougat-Schnecken gemacht und die sind so lecker, die sind so... Willst du probieren? Nein. Okay, Rezept kommt jetzt. Ja, für den Hefeteig mischt ihr bitte oder löst ihr bitte die Hefe in lauwarmer Milch auf. Mischt das Ganze mit einer Gabel, damit die Hefe sich auch gut auflöst. Butter in einer großen Schüssel geben, dazu Zucker, 2 Eier und eine Prise Salz. Ups, das könnte ein bisschen viel sein. Egal. Vanilleextrakt dazu. Mehl. Und dann natürlich die Milch-Hefe-Mischung dazugeben und alles zu einem Teig gleich verkneten. Ja, zum Teigkneten könnt ihr entweder wie ich einen Holzlöffel nehmen oder ihr nehmt einfach eure Hände. Das bleibt euch natürlich überlassen. Den Link zum Rezept findet ihr natürlich in der Beschreibung, wo alles genau drin steht. So, und wenn der Hefeteig noch etwas klebrig sein sollte, einfach nochmal löffelweise ein bisschen Mehl hinzugeben und erneut einkneten. Manchmal reichen schon 1 bis 2 weitere Esslöffel und dann habt ihr auch einen tollen Hefeteig. Und immer gucken und dann nochmal hinzu und kneten und euch den Teig immer schön angucken. Ja, jetzt gönnen wir dem Teig ein bisschen Ruhe. Entweder deckt ihr den wie ich mit der Frischhaltefolie ab oder ihr nehmt einfach ein Tuch, das bleibt euch überlassen. Den Teig gönnen wir jetzt ungefähr 30 bis 40 Minuten Ruhe. Der sollte ungefähr sich doppelt vergrößern und dann geht's weiter. Also der Teig ist jetzt gut aufgegangen. Wir werden jetzt etwas Mehl auf die Arbeitsfläche streuen und einmal den Hefeteig ein bisschen ausrollen und anschließend mit Nutella oder Nuss-Nougat-Creme eurer Wahl beschmieren. So. Da ich jetzt echt nicht weiß, wo mein Nudelholz ist, nehme ich eine Flasche. Die ist übrigens auch, wenn ihr das im Wohnmobil macht, super praktisch. Einfach zum Ausrollen irgendeine Flasche benutzen, die ihr habt. Am besten eine, die glatt ist. Und dann könnt ihr super toll Sachen ausrollen. Irgendwelche Art von Flaschen hat man ja immer dabei. Das Ganze werden wir jetzt mit Nuss-Nougat-Creme bestreichen. Da könnt ihr eine Nuss-Nougat-Creme eurer Wahl nehmen. So. Wer möchte, kann auch noch gerne ein paar Haselnusskerne darüber geben. Und dann rollen wir das Ganze ein. Und das Ganze werden wir jetzt in 6 bis 7 Stücke schneiden. Ich halbiere das erstmal, damit ich auch gleich große Stücke hinkriege. Ich nehme mal 8, packe die mal ein bisschen enger zusammen. So, obwohl ich jetzt die antihaftbeschichtete Form nehme, verwende ich trotzdem die Silikonform da drin, weil ich finde einfach, dass Teigwaren außer Brot, also Kuchen und sowas, viel besser gelingen in der Silikonform. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Kuchen zwar hier super rausrutscht, aber die Backform trotzdem noch viel zu heiß ist. Und deswegen verwende ich auch bei solchen Backwaren immer noch die Silikonform, damit die viel von der Hitze nimmt. Das ist echt schade, wenn ihr euch die Arbeit mit so einem Hefeteig gemacht habt. Ja, und plötzlich gelingt der nicht, weil er halt zu dunkel wird. Das wäre natürlich schade.
Deswegen empfehle ich trotzdem weiterhin die Silikonform. Und nun einfach die Schnecken schön hier reinlegen. Ich probiere erstmal aus, wie viel Platz wir noch haben. Das sieht gut aus. Weil die Schnecken sollten links und rechts ein bisschen Platz haben, weil die werden jetzt noch mal 20 Minuten ein bisschen Ruhe gegönnt, sodass sie sich noch mal entfalten können und dann gehen die auch schon auf den Gasherd. So, die Nuss-Nougat-Schnecken gehen jetzt einfach mal für ein paar Minuten auf kleiner Flamme. Die genaue Zeit sage ich euch natürlich, wenn es fertig ist. Die sind ja gut aufgegangen. Sind die gut aufgegangen. Ja, die müssen wir jetzt ein bisschen abkühlen lassen in der Form, damit ich die gleich auch gut stürzen kann. Weil durch das ganze Nutella und dieser Nuss-Nougat-Creme ist das noch ein bisschen weich. Von daher lasse ich es ein bisschen abkühlen, dann kriege ich es auch gleich gut raus. Und dann gucken wir mal, wie die von innen aussehen. Oh, richtig lecker. Und wie die riechen. Die sind jetzt gut abgekühlt. Die können wir jetzt mal eben rausholen. Wow. Jetzt machen wir da mal einen von ab. Die sind noch ein bisschen heiß. Aber mega fluffig sind die. Ich würde da jetzt gerne reinbeißen, aber die sind mir zu heiß. Oh, ich freue mich so, wenn die gleich abgekühlt sind. Die sind bestimmt richtig, richtig lecker. Ich muss ein Stück probieren. Alter Falter, die sind richtig lecker. Ja, die Füllung könnt ihr auch abändern. Also wenn ihr jetzt sagt, das Nougat-Creme ist nicht meins, ihr könnt auch Marmelade nehmen. Könnt ihr natürlich auch ohne weiteres, aber probiert es mal aus. Ich glaube, die Dinger machen süchtig, wenn wir die gleich durch haben. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video, ja, macht ihr vielleicht nach, das Rezept. Würde mich freuen. Würde mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren mal schreibt. Und ansonsten, ja, verabschiede ich mich von euch und ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr noch Langeweile habt oder Inspiration sucht, dann guckt doch mal in unseren anderen Videos. Ihr findet hier Videos, ihr findet eine Playlist und natürlich abonniert uns und dann kommt immer so ein Ding-Ding und ihr bekommt gleich eine Nachricht, wenn wir mal wieder solche Sachen machen. Von daher sage ich bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüsschen. Oh, boah, sind die weich.